Mein Mann hatte 10 Jahre lang Depressionen, nervöses Magenleiden und es war also eine Nachkriegsneurose, hat man das auch genannt. Und ist dann, wie er dann zu Bruno Gröning gefahren ist, hat er eine Spontanheilung bekommen. Ja, mein Mann hatte seit 10 Jahren eine Nachkriegsneurose. Er konnte nachts nicht mehr schlafen, er vertrug kein Essen, sein Magen hatte immer rebelliert, immer Beschwerden, so ein Druck im Magen. Ich wusste nicht mehr, was ich ihm kochen soll. Nichts konnte er also vertragen. Schlafstörungen. Ich weiß noch, nachts, wenn er schlief, ist er immer zusammengezuckt. Wenn er einschlief, ist er immer zusammengezuckt. Also er hatte so viel im Krieg erlebt, als junger Mensch mit 17 Jahren schon in den Krieg gekommen, als Dolmetscher. Und das hat ihm sehr, also nachher kam das alles raus. Nachdem alles zu Ende war, vorbei war, kam das raus und hat ihm also sehr zu schaffen gemacht. Er war dann zu den Ärzten gegangen, er bekam Kuren, Medikamente, Therapien, aber es war kein Erfolg da. Er wusste nicht mehr, wie er soll seine Arbeit machen. Er hat viel müssen sich krank schreiben lassen. Und ich arbeitete damals zu der Zeit bei der Welt am Sonnabend. Und da gab es viele Zeitungen immer. Und die brachte ich abends nach Hause und gab sie meinem Mann zum Lesen. Und da las er da über Bruno Gröning, über die Heilungen Bruno Grönings. Und da sagte er, ich fahre mal zu Bruno Gröning, vielleicht kann der mir helfen. Das war praktisch sein letzter Strohhalm. Wir hatten damals ein Motorrad, eine Zündab, und mein Mann setzte sich morgens auf dieses Motorrad und fuhr los. Bruno Gröning lebte zu der Zeit in Plochingen am Dornendreher bei Familie Bauer. Als er dahin fuhr, ging es ihm noch ganz schlecht. Er hat noch 5 Valium-Tabletten auf dieser Fahrt hin eingenommen, weil er noch sehr starke Depressionen hatte. Auch so ein Gefühl, das Leben sich zu nehmen. Das war also ganz, ganz ernst mit ihm. Er war so verzweifelt. Und er war verstaubt von der Fahrt und wollte so nicht verstaubt und schmutzig zu Bruno Gröning gehen. Suchte sich erstmal ein Zimmer zum Übernachten, hat da geschlafen und am Morgen hat er sich frisch gewaschen, angezogen und ist zu Bruno Gröning gefahren. Als er dahin kam und schellte beim Herr Bauer, der kam raus und mein Mann fragte, kann ich zu Bruno Gröning? Da sagte Herr Bauer, schauen Sie, da ist noch das Tor offen, er ist gerade nach Essen losgefahren. Da sagt mein Mann, ach, das ist ja schade, ich komme aus Düsseldorf und nun ist er gerade weggefahren. Da sagte Herr Bauer, warten Sie, ich hole seine Frau. Sie kann Ihnen sagen, wo das in Essen ist, dann fahren Sie einfach dorthin und hören ihn dort. Und das hat er auch getan. Er holte die Frau, Frau Josette. Sie kam und gab meinem Mann einen Zettel mit der Adresse, wo das in Essen sein wird, das Gasthaus und die Straße. Und mein Mann hat sich wieder aufs Motorrad gesetzt und fuhr los. Und während er fuhr, da spürte er auf einmal so, als ob er sich, also alles weg wäre. Er spürte nicht mehr diesen Druck, diese Betäubung von den Medikamenten, die haben ihn so betäubt, dass er gar nicht so richtig die Umgebung wahrnahm. Weil diese Medikamente, die Valium-Tabletten so stark waren, dass das Motorengeräusch, das hörte er nur so dumpf. Und jetzt hatte er nichts einnehmen brauchen und fuhr und fühlte sich so auf einmal ganz da. Dachte, was ist denn mit mir jetzt los? Ich habe doch den Bruno Gröning noch gar nicht gesehen und das ist schon so anders mit mir. Hat sich richtig gewundert darüber, fuhr dann aber weiter bis Essen, kam dann in die Stadt und wie das so in der Stadt ist, da muss man ja erst mal suchen, wo das Gasthaus, diese Straße ist. Und da war ein Junge von 12 Jahren,
Den frug er, wo ist die und die Straße, ich muss zu dem Gasthaus. Und der Junge fing an, es ihm zu erklären. Mein Mann sagte, ach, weißt du was, hast du Zeit, kannst du nicht mitfahren und mich lotsen? Und der Junge sagte, ja, warum nicht? Motorradfahren war für so einen Jungen auch interessant. Und so ist er also mit aufgesessen und ist mitgefahren, hat ihn dahin gelotst. Und mein Mann ist dann reingegangen, das Gasthaus. Und dann hat mein Mann sich ganz wo hinten in die Ecke setzen können. Und in der Zeit hat er also schon Bruno Gröning vorne gestanden und hat gesprochen. Das war so eine Bühne da. Und Bruno Gröning sprach. Und mein Mann sagte, hat mir nachher erzählt, Bruno Gröning sagte unter anderem, schauen Sie, ich stelle jetzt 2 Gläser hierher. In dem einen Glas ist eine gute Füllung, in dem anderen Glas ist eine schlechte Füllung. Welches Glas ist besser? Ja, und da haben die Leute gesagt, natürlich das, wo die gute Füllung drin ist. Da hat der Bruno Gröning gesagt, ganz falsch. Beide Gläser sind egal gut. Nur die Füllung, die da drin ist, die macht das Schlechte. Und so ist es auch mit dem menschlichen Körper. Hat er erklärt den Menschen. Wenn der Mensch die gute Füllung aufnimmt, dann ist er gut. Nimmt er aber das Schlechte in sich auf, dann ist die schlechte Füllung in ihm. Aber das Gefäß bleibt immer gut. Das ist immer ein göttliches Gefäß, der Körper. Ja, und vieles hat er dann noch anderes gesprochen, was man mal nicht mehr so alles behalten hat. Und wie der Vortrag zu Ende war, hat mein Mann gewartet, bis die ganzen Leute raus waren. Dann kam Bruno Gröning und mein Mann hat ihn dann begrüßt und sagte, ich soll Ihnen herzliche Grüße von Ihrer Frau bestellen. Indem sie ihm den Zettel gab mit der Adresse, hat sie noch gesagt, bestellen Sie einen schönen Gruß meinem Mann. Und das hat er dann getan und Bruno Gröning gab ihm die Hand, bedankte sich und da war auch die Gemeinschaftsleiterin. Der sagte er, schreiben Sie diesen Mann auf, seine Adresse und sagen Sie ihm, wann bei Ihnen Gemeinschaftsstunden sind. Er hat meinem Mann noch eine Kugel geschenkt und so ist mein Mann nach Hause gefahren. Er kam spät nachts nach Hause, legte sich schlafen, aber das war nichts mit Schlafen, er musste dauernd zur Toilette. Es ist eine Reinigung in ihm vorgegangen, also er wusste gar nicht, wo er das alles her hatte, obwohl er doch den Tag über gar nichts so gegessen hatte, nur etwas getrunken. Er konnte sowieso die ganzen Jahre nicht essen, das war für ihn eine Last, das Essen. Er war sehr mager und diese Nacht war also was los mit ihm. Sein Körper wurde so richtig gereinigt und am nächsten Tag fühlte er sich so wohl, er konnte wieder essen anfangen und nachher ging es ihm immer besser. Er nahm zu, er konnte wieder schlafen, er konnte wieder essen, sein Magen hat sich beruhigt, sein ganzer Zustand war wieder am Aufbau. Und er hat oft gesagt, wie ist so etwas möglich? Ich bin 10 Jahre zu den Ärzten gegangen, ich habe Kuren gemacht, ich habe so Therapien gemacht, alles. Nichts hat geholfen. Da fahre ich nur zu Bruno Gröning hin, der ist noch nicht mal zu Hause, ich fahre zurück und es ist alles weg. Wie ist sowas möglich? Er hat immer so gestaunt, wie sowas möglich ist. Und das hat mich natürlich sehr beeindruckt. Und da sagte mein Mann, willst du nicht auch mal in die Gemeinschaft gehen? Also ich war ein sehr ängstlicher Mensch, sehr, wie soll ich das nennen? Ich hatte irgendwie Scheu gehabt vor Menschen. Ich habe immer so gedacht, die mögen mich nicht. Dann war es so, dass ich solche Herzbeschwerden hatte, Herzrasen nachts und Verdauungsstörungen. Ja, ich muss auch sagen, was ich schon fast vergessen habe, ich hatte auch einen Nierenschaden,
den der Arzt auch damals festgestellt hatte. Durch die Flucht hatte ich mir die Nieren sehr erkältet. Es war dann so, dass er in der Gemeinschaft das Ehepaar Häusler kennengelernt hat in Essen-Stehle. Sie waren noch ganz jung verheiratet, hatten noch keine Kinder und er hat sie also da kennengelernt und hat sie zu sich eingeladen. Sie hatten irgendwie gleich so eine Sympathie gehabt und sie kamen zu uns und erzählten uns, wie sie zu Bruno Gröning gekommen sind. Es war alles sehr interessant. Aber ich habe damals noch nicht so mit Stromaufnahme noch nicht so viel damit verstanden und so. Aber dann haben sie uns zu sich eingeladen. Da sind wir zu ihnen dahin gefahren, nach Oberhausen war das, glaube ich, damals. Und da hat Frau Häusler mir ein Bild gegeben von Bruno Gröning zu halten und hat wieder so erzählt, was sie so erlebt hat mit Bruno Gröning. Und auf einmal begann mein Herz ganz stark zu schlagen. Da habe ich gesagt, was ist denn mit mir jetzt los? Ich habe auf einmal so starkes Herzklopfen. Da sagte Frau Häusler, ja, das ist der Strom, das ist diese Energie, diese Heilkraft. Und ich war ganz verwundert, das war also das erste Mal, wo ich etwas gespürt habe. Ja, das war ein ganz großes Erlebnis. Wir waren schon einige Zeit in der Gemeinschaft in Essen-Stehle. Und dann Bruno Gröning, der hat ja immer die Gemeinschaften alle so abbesucht. Er hatte ja schon öffentlich nicht mehr wirken dürfen. Er durfte nur noch in kleinen Gemeinschaften wirken. Das war ja schon das letzte Jahr vor seinem Heimgang. Und da kam er dann auch nach Essen-Stehle zu der Familie Weber. Und er sprach da an 2 Abenden. Am ersten Abend ist mein Mann hingefahren. Wir hatten so eine Arbeit gehabt, dass wir immer einer zu Hause sein musste, als Hausmeister in der Kirche. Und am zweiten Abend bin ich hingefahren. Frau Häusler war auch da, es war also voll der Raum. Es waren etwa 25, 30 Leute drin. Und wir warteten also voller Spannung jetzt auf Bruno Gröning. Und dann kam er dann, das waren so 2 anschließende Zimmer mit einem Tor. Das ging von einem Zimmer zum anderen mit einem Vorhang. Und da kam dann Bruno Gröning und stand dann praktisch wie vor diesem Tor. Das war so schön. Ja, und dann fing er an zu sprechen zu uns. Es war mir so, dass er eine sehr große Größe in sich hat. Er war zwar von Wuchs klein, aber es war eine Würde in ihm und eine Bestimmtheit. Er war ein selbstloser Mensch. Er hat für sich keine Reichtümer, er hat kein Geld genommen, er war immer einfach geblieben, immer schlicht geblieben. Er hat sich immer nur gefreut, wenn die Menschen das abnahmen, wenn sie das nahmen, was er ihnen gab. Wir waren damals alle nach dem Krieg arm und ich weiß noch, in dem Vortrag sagte Bruno Gröning noch, wie ich damals dahin hörte, wenn Sie 2 Mäntel haben oder 2 Hemden zu den Männern, wenn Sie 2 Hemden haben und es kommt ein armer Mensch zu Ihnen und bittet Sie um eins, dann geben Sie ihm eins ab. Er hat immer die Menschen angehalten, Nächstenliebe zu üben, nicht nur an sich zu denken, sondern an den anderen. Also ich habe gespürt und gefühlt und ich habe mich überzeugt, er tut nur das Gute sagen. Und das hat mir geholfen, ihn anzunehmen. Und auf einmal fühlte ich so ein leichtes Gefühl. Ich spürte gar nicht mehr meinen Körper. So leicht war es mir. Und dann hörte ich, wie Bruno Gröning sagte, ja, und manche Menschen meinen, sie hätten nichts in diesem Leben zu lachen. Das Leben wäre so ernst und da gäbe es nichts zu lachen. Aber das ist nicht richtig, sagte er. Gott will, dass der Mensch soll sich des Lebens freuen. Er soll ein lebensfroh bejahender Mensch sein. Da dachte ich, oh, da meint er ja wohl mich. Denn ich war so ein Mensch. Ich habe mich immer gefürchtet, mich so richtig zu freuen, weil ich dachte, dann kriegst du wieder eins drauf. Ich hatte vieles schon erlebt im Leben. Ich hatte meine Mutter früh verloren mit 8 Jahren. Wir waren geflüchtet.
Ich hatte also vieles Ernstes erlebt, war bei den Großeltern groß geworden, obwohl ich sehr viel Liebe bekommen habe, aber es war immer ein Ernst da. Es war nicht viel Lachen da. Und so bin ich groß geworden und ja, da spürte ich auf einmal, Bruno Gröning meint ja mich. Und ich habe das hinterher festgestellt, dass es so ist, dass er das einem abnehmen kann. Ich habe das wirklich verloren. Ich wurde immer freier hinterher. Ich konnte wieder lachen, ich konnte auf Menschen zugehen. Ich hatte nicht mehr das Gefühl, dass mich jemand nicht mag. Ich habe die Menschen gemocht. Es war auf einmal so eine andere Situation entstanden in meinem Leben. Dieses Herzrasen, diese nächtlichen Herzklopfen, das ich immer nachts hatte, dass ich also schon Angst hatte, schlafen zu gehen, weil ich dann solche Herzrasen hatte. Ich war auch beim Arzt schon gewesen, hatte dafür Tropfen bekommen. Das war vergangen. Ich hatte auch schwere Albträume oft gehabt. Das war auch weggegangen. Ich hatte keine mehr. Es war also weg. Dann hatte ich eine Warze hier gehabt. Das tat immer weh, wenn ich jemand die Hand gab. Die war auf einmal verschwunden. Die war einfach weg. Ne? Und vorher habe ich sie nicht wegbekommen. Es war immer wieder die Warze da. Dann hatte ich Probleme mit der Verdauung immer gehabt. Ich musste immer was einnehmen. Ich weiß noch, die Drages 19, die standen bei mir immer so ein Fläschchen. Das war da also nachher alles weg. Ich bin jetzt, wenn ich mal so eine Untersuchung mache, bei mir sind alle Organe in Ordnung. Ich habe kein Organ ist irgendwie, dass da was nicht in Ordnung wäre. Ich bin immer gesund, also ich fühle mich immer wohl und frei. Also ich kann nur sagen, danke für diese Hilfe das ganze Leben hindurch. Ich war damals 28 Jahre, 27, 28 und heute bin ich jetzt 64 und ich muss sagen, mein ganzes Leben ist so wunderbar gelaufen. Ich kann nur danken dafür.